Und zugeschaltet ist uns jetzt Alexander Trom von der CDU, innenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Schönen guten Morgen, Herr Trom. Guten Morgen, Herr Trom. Guten Morgen, ich grüße Sie. Herr Trom, ich habe noch so im Ohr, wie positiv sich Thorsten Frey, Ihr parlamentarischer Geschäftsführer, geäußert hat nach dieser ersten Runde mit der Ampel. Nun hat jetzt Friedrich Merz bei 2 Wahlkampfauftritten noch mal ordentlich nachgelegt und jetzt also sogar ein Ultimatum gestellt. Wenn bis Dienstag die Ampel nicht sagt, dass sie Zurückweisung an den Grenzen macht, gibt es keine weiteren Gespräche. Ist das ein Wahlkampfmanöver? Warum machen Sie das? Weil wir tatsächlich eine Kurswende in der Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland brauchen. Und die Ampel ganz offensichtlich nur bei Druck arbeitet und reagiert. Und wir sehen doch schon wieder die Äußerungen vor allem von den Grünen, aber ich höre es auch aus Teilen der SPD, dass man es eigentlich nicht will. Es zählt aber vor allem auch der politische Wille. Uns hat man über Jahre erklärt, man könne nicht nach Afghanistan abschieben. Leider erst nach dem schweren und schlimmen Anschlag von Mannheim war es dieser Regierung möglich, auch nach Afghanistan abzuschieben. Das heißt, es geht darum, ist der politische Wille vorhanden, tatsächlich eine Kurswende in der Asylpolitik vorzunehmen, dann braucht es dafür Zurückweisungen an den Grenzen. Herr Trom, aber dennoch natürlich der Eindruck bleibt, dass am 22. September in Brandenburg die Landtagswahlen stattfinden und das Ganze jetzt natürlich auch unter dem Eindruck des Wahlkampfes stattfindet. Also glauben Sie tatsächlich, dass bis 22. September eine Einigung zwischen der Ampelregierung und Ihnen als größter Oppositionspartei stattfinden kann? Wissen Sie, wir diskutieren über die Frage der Zurückweisungen seit 2015, 2016. Da braucht die Bundesregierung jetzt nicht anfangen, dies rechtlich zu prüfen. Das ist vielfach schon vorgenommen worden. Und wir machen das nicht erst als Union, jetzt anlässlich eines Landtagswahlkampfes, ja auch nicht erst anlässlich des schrecklichen Anschlages von Solingen. Wir haben die Forderung nach Zurückweisungen an den Binnengrenzen bereits im Mai in unserem Grundsatzprogramm beschlossen. Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun. Das ist der klar erklärte Wille von Friedrich Merz und der CDU, eine Kurswende in der Asylpolitik hinzubekommen. Und das geht nur, wenn wir auch ganz konsequent an den Grenzen zurückschieben. Herr Trom, nun ist das ja allerdings keine singulär deutsche Frage, sondern man muss das Ganze ja auch im EU-Kontext betrachten. Und hatte ja Friedrich Merz angekündigt, dass er mit seiner Parteikollegin, mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, auch sprechen möchte. Ist das passiert? Denn man muss sich da ja abstimmen. Wir können ja einfach nicht sagen, die weisen wir zurück und die anderen müssen zusehen, wie sie damit umgehen. Ja, das ist in der Tat eine europarechtliche Frage und auch eine Frage der Abstimmung innerhalb Europas. Und dies ist die Bundesregierung, die Vorgängerregierung, auch diese Bundesregierung seit Jahren bemüht. Die Tatsache ist aber, dass insbesondere die südlicheren europäischen Länder mit der jetzigen Situation, dass Dublin nicht funktioniert, dass die Flüchtlinge überwiegend weiterreisen nach Deutschland, da fahren die relativ gut. Und deswegen, auch das ist ein Teil dieses Vorschlags, Zurückweisungen vorzunehmen, dass damit dann auch in den anderen EU-Ländern, vor allem in den südlichen und östlichen von uns, entsprechend reagiert wird und jeder wieder auf die Grundlage des EU-Rechts zurückkommt und Dublin dann tatsächlich funktioniert. Das heißt, jedes EU-Land dann auch tatsächlich für die Flüchtlinge zuständig ist, wie es die Dublin-Regel festlegt. Herr Trom, aber wir wissen seit Jahren, dass Dublin kaputt ist, dass das System nicht funktioniert. Deswegen hat man ja die GEAS-Reform. Deswegen noch mal ganz konkret gefragt. Also gab es dieses Gespräch zwischen Ursula von der Leyen und Friedrich Merz und kann man da einen Schritt weiter? Die GEAS-Regel wird am Dublin-System grundsätzlich nichts ändern. Das ist ja das Schlimme, dass die Frau Faeser genau an diesem dysfunktionalen System nichts geändert hat. Im Gegenteil, es wird mit der neuen GEAS-Regel sogar noch verschlimmbessert. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, Konsequenzen für das Grenzregime von Deutschland zu ziehen und damit auch nach Europa hineinzuwirken, um endlich das Dublin-System wieder funktionsfähig zu machen und dass alle europäischen Länder dann auch tatsächlich am Dublin-System mitarbeiten. Wir haben ja Länder wie beispielsweise Italien, die generell sagen, dass sie keinerlei Menschen aus dem Dublin-System zurücknehmen. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, hier auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen.
Rechtsexperten sagen, natürlich könnte man als Nationalstaat auch EU-Recht aushebeln. Aber die Grünen sagen, im Moment liegt keine Notsituation vor. Und das wäre die Grundlage. Wie sehen Sie das? Ist tatsächlich im Moment eine Notsituation in dieser Migrationskrise geboten, dass wir einen Alleingang gehen können? Wer im Land unterwegs ist, wer mit den Menschen spricht, wer auf die Kommunen hört und dann keine Notsituation sieht, der nimmt die Realität nicht mehr wahr. Wir haben eine starke Überlastung in vielen Bereichen. Ich will es gar nicht aufzählen, von Wohnen über Kindergärten, Schulen, Gesundheitssystem. Die Notsituation ist vorhanden. Und nochmals, der Verzicht auf Zurückweisung an der Grenze war ursprünglich einmal das Gegenstück von Dublin. Das heißt, dass an den EU-Außengrenzen, dort wo man als erstes in Europa antrifft, dann auch der Asylantrag gestellt werden muss. Dieses Gegenstück ist dysfunktional. Es funktioniert schlichtweg nicht mehr und deswegen ist es auch möglich, wieder an den Grenzen zurückzuweisen. Es bleibt eine weiterhin hitzige Debatte in der Migrationsfrage. Das Ultimatum von CDU-Chef Friedrich Merz. Alexander Trom, wir danken Ihnen für das Gespräch. Danke, schönen Tag Ihnen. Danke Ihnen, schönen Tag.